Bevor wir mit dem eigentlichen Video starten, möchten wir euch kurz unseren Partner Radaddle vorstellen. Neben einer großen Auswahl an Spielsystemen, Miniaturen und Zubehör findet ihr auch vieles zum Thema Airbrush. Radaddle führt unter anderem die beliebten Airbrush-Pistolen von Harder und Steenbeck. All das findet ihr im Onlineshop, aber auch im Ladengeschäft in Großweil im schönen Bundesland Bayern. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer weiteren Folge in unserem Tabletop Airbrush Einsteiger Workshop. Heute schauen wir uns mal die Harder und Steenbeck Ultra Pistole an. Wir befassen uns in diesem Workshop ausschließlich mit Harder und Steenbeck Airbrush Pistolen, weil die sich inzwischen auf dem Tabletop-Markt etabliert haben. Aus dem Hause Harder und Steenbeck kommen inzwischen 3 Modelle. Wir haben hier die Ultra, die Evolution und die Infinity. Wir beginnen heute mit der Ultra, das ist das Einsteigermodell, und wie das ganze Modell aufgebaut ist, welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringt, das schauen wir uns in diesem Video an. Ich habe jetzt hier das Ultra-Modell in der 2-in-1-Version von Harder und Steenbeck hier vorliegen. Lasst euch da auf gar keinen Fall beirren. Sämtliche Airbrush-Pistolen aus dem Hause Harder und Steenbeck gibt es in verschiedenen Variationen und Ausführungen. Das heißt, wir haben eine Solo-Variante, eine 2-in-1-Version. Bei den Infinity und Evolution-Systemen haben wir noch verschiedene Legierungen. Dazu kommen wir aber in den späteren Videos auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Wie gesagt, hier die 2-in-1-Version. Was ist da jetzt der Unterschied? Wir haben ein 0,4er Düsen- und Nadelset mit extra dabei und wir haben einen 5 ml Fließbecher mit enthalten, denn standardgemäß wird diese Pistole nur im 0,2er Düsen- und Nadelformat ausgeliefert. Und warum ist das jetzt das Einsteigermodell? Ganz klar im preislichen Segment. Wir liegen in der Solo-Variante bei ca. 70 €, in dieser Ausführung, in der 2-in-1-Ausführung bei etwa 100 €. Qualitativ aber auf gar keinen Fall schlechter wie die Infinity oder Evolution, denn hier fehlen einfach nur ein paar Features, die wir bei den anderen Pistolen vielleicht mehr haben, die wir aber vielleicht auch nicht wirklich dringend brauchen. Die größten Unterschiede sind auf jeden Fall der steckbare Fließbecher, denn hier haben wir tatsächlich nur einen Fließbecher, den wir reinstecken können. Bei den anderen beiden Pistolen ist das mit einem Schraubgewinde. Und wir haben die Farbmengenregulierung, die auch hier nicht enthalten ist. Braucht man als Einsteiger eine Farbmengenregulierung? Ganz ehrlich, ich habe diese Farbmengenregulierung in meinem ganzen Leben noch nie benutzt. Designtechnisch sieht es auf jeden Fall toll aus, aber ich persönlich habe sie noch nie gebraucht. Ich selbst habe mit einer billigen China-Pistole angefangen und bin dann relativ schnell auf dieses Modell der Ultra umgestiegen. Habe dann auch lange Zeit damit gearbeitet und ich konnte genau die gleichen Arbeiten machen, die ich dann auch später mit der Infinity zum Beispiel machen konnte. Also ich kann sehr, sehr feine Linien sprühen, ich kann damit grundieren. All das, was ich mit der Infinity kann, kann ich mit der Ultra auch. Bei mir war es tatsächlich ein entscheidendes Merkmal, dass sie mir zu schwer war. Genauso auch wie die Evolution. Das merkt ihr, wenn ihr alle drei, wir können die gerne auch mal wiegen. Und alle 3 Pistolen haben unterschiedliches Gewicht. Die Ultra liegt etwa in dem Gewicht von der Evolution. Und die Infinity ist einfach leichter und ja, ich fand sie natürlich auch designtechnisch schöner, aber diese Farbmengenregulierung brauchte ich tatsächlich nie. Was für viele sicher auch noch ein Argument ist, eine teurere Airbrush-Pistole zu kaufen, ist sicher das Thema Feinlein-Düse und dünnere Nadeln und Düsensets. Aber da diese Teile baugleich sind, könnt ihr tatsächlich auch Feinlein-Düsen hier drauf bringen. Ihr könnt auch die feineren Nadeln und Düsensets hier mit einbringen, das ist überhaupt gar kein Problem. Und das wichtigste Argument, sich für eine Harder und Steenbeck Pistole zu entscheiden, ist sicherlich der Reinigungsaspekt, weil wir können diese Airbrush-Pistolen komplett auseinanderlegen. Wir kommen überall sehr gut ran. Manche Airbrush-Pistolen bieten das einfach auch nicht an, dass man wirklich überall reinigen kann. Und das kann man bei diesen Pistolen wunderbar. Wir werden das gleich mal im Detail nochmal uns anschauen. Wir werden diese Pistole einfach mal komplett zerlegen. Dann kann ich euch mal genau zeigen, wo man da auch überall rankommt. Und wir werden in einem weiteren Video natürlich euch die manuelle und mechanische Reinigung auch nochmal zeigen. Und ein letztes wichtiges Argument ist natürlich, wir haben hier ein Produkt, was aus Deutschland kommt, es wird in Deutschland hergestellt und wir haben jederzeit Zugriff auf Ersatzteile. Das heißt also, wenn euch mal irgendwas kaputt geht an dieser Pistole, dann könnt ihr jederzeit einzelne Dinge austauschen. Und das ist wirklich vom Nadelsatz, Düsensatz, Becher,
Stecknippel, was auch immer. Ihr könnt selbst bis zu den kleinsten Dichtungen in der Pistole, könnt ihr alles austauschen, ihr kriegt alles an Zubehör. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil gegenüber, ich sage mal, Billigpistolen. Denn wenn ihr dort, ja, wenn die kaputt ist, dann könnt ihr sie eigentlich nur noch entsorgen. Hier habt ihr immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, hier vorne mein Dichtungsring ist kaputt, kein Problem. Ihr bestellt für ein paar Cent ein paar neue Dichtungen, könnt es problemlos austauschen und eure Airbrush-Pistole ist wie neu. Das sind erstmal so die Hard Facts zu der Ultra von Harder & Steenbeck. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wie kommt das Ganze zu euch nach Hause geliefert, wenn ihr euch so ein Set bestellt. Und wir gucken uns das Ganze mal an, wie wir es auseinandernehmen. Hier haben wir nun das Ultra-Modell. Ihr seht schon, wir haben hier ein recht schlichtes Design. Wir haben hier lediglich unseren Fließbecher, unseren Double-Action-Hebel und unseren Düsenaufsatz. Um sie nun zu reinigen und auseinanderzubauen, betätigen wir erstmal alle drehbaren Elemente. Das ist hier im hinteren Bereich und im vorderen Bereich den Düsenaufsatz. Vorsicht, hier steckt die Düse drin. Wir können nun also den Hebel immer noch betätigen und ihr seht, wie hier die Nadel mitwippt, denn hier ist die Nadelhalterung. Die müssen wir lösen, auch ein drehbares Element, bevor wir die Nadel überhaupt rausschieben können. Nun haben wir das entfernt und nun können wir die Nadel nach vorne rausschieben. Warum eigentlich die Nadel nach vorne rausschieben? Das ist ganz einfach erklärt, weil wenn ihr hier mit Farbe gearbeitet habt und ihr zieht die Nadel nach hinten raus, dann zieht ihr sämtliche Farbe mit in den Luftkanal und der ist schwieriger zu reinigen. Das heißt also, wenn ihr eure Pistole reinigt, zieht die Nadel immer nach vorne raus, denn so könnt ihr sämtliche Farbreste, zieht ihr nach vorne raus und könnt es vorne dann noch reinigen. Für die einfache Reinigung zwischendurch reicht das jetzt schon völlig aus. Wenn es jetzt doch mal ein bisschen heftiger geworden ist, zieht den Becher ab und ihr löst hier hinten eine weitere Stellschraube. Und nun könnt ihr den Hebel ganz leicht entfernen. Nun haben wir quasi nur noch unseren Body hier und wir haben hier unten noch Teile, und zwar ist das einmal die Steckverbindung zum Lüftungsschlauch und hier dieses Teil können wir auch noch entfernen. Ihr seht, wie viele Teile das sind, das heißt, wir können sie wirklich toll auseinanderbauen. Wir können jetzt wirklich jedes einzelne Teil auch wirklich gründlich reinigen. Der einzige Nachteil der Ultra ist jetzt zum Beispiel, dass wir hier einen sehr schlanken, eine sehr schlanke Öffnung haben. Das ist natürlich dem Steckkopf geschuldet. Bei der Evolution und der Infinity sind diese auf jeden Fall größer, weil wir ein Schraubgewinde haben, da kommen wir besser rein. Aber auch hier lässt es sich ganz einfach mit einem Wattestäbchen reinigen. Aber zum Thema Reinigung, manuell und mechanisch, kommen wir auf jeden Fall in weiteren Videos nochmal genau darauf zu sprechen, worauf man da achten muss, mit welchen Reinigern wir arbeiten können und mit welchen Hilfsmitteln. Das ist erstmal nur als Beispiel, dass wir diese Pistole auf jeden Fall sehr gründlich auseinanderlegen können. Das Einzige, was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist hier eine Stellschraube. Wenn wir hier unten reingucken, ich denke mal, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber die sitzt ungefähr auf dieser Höhe, sitzt eine Stellschraube für die Luftzirkulation. Wir haben jetzt gesehen, wie sie auseinandergebaut ist und den Zusammenbau machen wir im Schnelldurchlauf. In unserer Version haben wir jetzt ja die 2-in-1-Version, das heißt, wir haben hier ein weiteres Düsen- und Nadelset mit dabei. Wir haben jetzt hier einen 0,4er Düsensatz und natürlich die entsprechende Nadel. Um das jetzt zu tauschen, einfach den vorderen Düsensatz entfernen, hinten lösen, die Nadelsicherung lösen, die Nadel entfernen und ganz wichtig, legt euren Düsensatz mit eurer Nadel immer zusammen. Und jetzt einfach den neuen Düsensatz wieder vorne drauf montieren, die Nadel einstecken, Nadelsicherung wieder drauf, Hülle drauf und sie ist sofort einsatzbereit mit einer 0,4er Nadel und Düsensatz. Das war es jetzt also zu dem Video zu dem Modell der Ultra-Pistole. In den weiteren Videos zeigen wir euch natürlich dann auch noch die Infinity und die Evolution und erklären Vor- und Nachteile, bauen die Modelle auseinander. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem Video. Solltet ihr weitere Fragen haben zu diesem Modell, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an info@tabletop-basement.com und wir werden diese zeitnah für euch beantworten. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.